Hallo, meine Freunde. Willkommen zurück bei Einfach Deutsch. Lass mich dir eine Frage stellen. Was wäre, wenn du fließend Deutsch sprechen könntest, ohne Tausende von Wörtern zu lernen? Was wäre, wenn du selbstbewusst sprechen, leicht reisen und deine Ideen ausdrücken könntest, mit nur 500 Wörtern? Das klingt unglaublich, oder? Aber es ist vollkommen möglich. Und in dieser Episode erkläre ich dir genau, wie das geht. Vergiss alles, was du bisher über Deutschlernen gedacht hast. Vergiss lange Vokabellisten und komplizierte Grammatikübungen. Heute lernst du die kluge, fokussierte und praktische Methode, um Deutsch schneller zu meistern als je zuvor. Okay, die meisten Deutschlerner glauben, fließend sprechen bedeutet, viele Wörter zu kennen. Sie sagen stolz zu mir, Thomas, ich kenne 3000 deutsche Wörter. Aber wenn ich dann eine einfache Frage stelle, wie, was hast du gestern gemacht, frieren sie ein. Sie kennen die Wörter, aber sie können sie nicht benutzen. Das ist so, als würdest du eine riesige Bibliothek besitzen, aber die Bücher nicht lesen können. Warum passiert das? Das passiert, weil es beim fließenden Sprechen nicht darum geht, wie viele Wörter du erkennst. Es geht darum, wie schnell du die Wörter benutzen kannst, die du schon kennst. Einige Linguisten glauben, dass die 500 häufigsten deutschen Wörter etwa 65% der alltäglichen Sprache abdecken. Wenn du weitere 500 Wörter hinzufügst, erreichst du fast 90%. Das bedeutet, wenn du diese Wörter wirklich tief lernst, nicht nur ihre Bedeutungen, sondern auch ihre Klänge, ihren Rhythmus und wie sie sich verbinden, dann kannst du fast jede alltägliche Unterhaltung führen. Aber lass uns darüber sprechen, was normalerweise passiert. Ein Lernender kauft ein Buch mit dem Titel 4000 wichtige deutsche Wörter. Er verbringt Stunden damit, Wörter zu unterstreichen, zu markieren und zu übersetzen. Er kann Wörter definieren wie reichlich, erstaunlich oder sorgfältig. Aber wenn er dann einen Muttersprachler trifft und eine einfache Frage hört wie »Hey, was geht? Wie läuft's?«, gerät er in Panik. Die Wahrheit ist, dein Gehirn speichert Sprache nicht als einzelne Wörter. Es speichert Muster, häufige Wortgruppen, die zusammen auftauchen, die zusammengehören. Wenn du das Wort machen nur als etwas tun lernst, wirst du nie natürlich klingen. Aber wenn du echte Kombinationen lernst, wie Frühstück machen, Fehler machen, Urlaub machen, eine Pause machen, dann fängt Deutsch plötzlich an, sich lebendig anzufühlen. Dein Mund und dein Gehirn erinnern sich gemeinsam daran. Das ist der Unterschied zwischen Auswendiglernen und echter Sprachbeherrschung. Aber hier ist das Problem. Viele Lernende vertrauen der Einfachheit nicht. Sie denken, wenn etwas einfach ist, kann es nicht effektiv sein. Sie wollen langes, schwieriges Material, weil es sich nach Fortschritt anfühlt. Aber die Wahrheit ist, Komplexität verlangsamt dich. Wenn du die Dinge einfach hältst, wenn du vereinfachst, dann fokussierst du dich. Du gibst deinem Gehirn die Chance, ein starkes Fundament zu bauen. Das ist wie beim Hausbau. Wenn die Basis schwach ist es egal, wie schön die oberen Stockwerke sind. Unterschätze also nicht kurze, einfache Sätze. Sie sind deine Grundsteine. Wenn sie solide sind, wenn sie stark sind, dann wird fortgeschrittenes Deutsch mühelos.
Jetzt gehen wir Schritt für Schritt vor. Schritt Nummer 1. Wähle deine Kernwörter. Kern bedeutet Haupt. Wähle also deine Hauptwörter. Fang mit einer Liste an. Mit den 500 häufigsten deutschen Wörtern. Dann personalisiere sie. Mach sie zu deinen eigenen. Wenn du Krankenschwester bist, brauchst du Wörter wie Patient, Krankenhaus, Medizin, Ruhe. Wenn du das Kochen liebst, brauchst du hinzufügen, schmecken, kochen, schneiden. Rezept. Eine persönliche Verbindung hilft deinem Gehirn, sich zu erinnern. Schritt Nummer 2. Lerne im Kontext. Lerne nie ein Wort allein. Statt zu schreiben, ankommen gleich zu einem Ort kommen. Schreibe lieber, ich komme normalerweise um 18 Uhr zu Hause an. Sag es laut, höre es, fühle es. Wenn möglich, nimm deine Stimme auf und höre sie dir noch einmal an. Jede Wiederholung baut Automatismus auf. Automatismus bedeutet, du machst es, ohne nachzudenken. Schritt Nummer 3. Verbinde neue Wörter mit alten. Stell dir vor, du lernst die Wörter gehen, Arbeit, früh, weil, Verkehr. Du kannst sie kombinieren. Ich gehe früh zur Arbeit wegen des Verkehrs. So einfach ist das. Am nächsten Tag fügst du Zug und Ticket hinzu. Ich gehe früh zur Arbeit, weil das Zugticket billiger ist. Siehst du, wie der Wortschatz ganz natürlich wächst? Du lernst nicht auswendig, du erschaffst, du lernst im Kontext und du personalisierst, weil du über dein eigenes Leben sprichst. Schritt Nummer 4. Schreibe oder erzähle einmal pro Woche eine kleine Geschichte mit deinen Wörtern. Zum Beispiel: Gestern bin ich zum Supermarkt gegangen. Ich habe Obst, Brot und Milch gekauft. Ich bin nach Hause gelaufen und habe das Abendessen gekocht. Das ist echtes Deutsch, aufgebaut auf echten, häufigen Wörtern. Lass uns ehrlich sein. Eine Sprache zu lernen kann sich einsam anfühlen. Es gibt Tage, an denen du dich festgefahren fühlst oder peinlich berührt. Du denkst vielleicht, ich habe jahrelang gelernt, aber ich klinge immer noch langsam. Aber in dem Moment, in dem du dich nur auf 500 Wörter konzentrierst, ändert sich etwas. Der Druck verschwindet. Du hörst auf, das Gefühl zu haben, einen Berg zu erklimmen. Du fängst an, das Gefühl zu haben, einen klaren Weg zu gehen. Kleine Erfolge bauen Selbstvertrauen auf. Wenn du Essen richtig bestellst, ein kurzes Video verstehst oder mit jemandem online chattest, feiere es. Diese kleinen Siege sind der Beweis dafür, dass dein Gehirn lernt. Es gibt eine berühmte Regel. Sie heißt die 80-20-Regel. Sie besagt, 80% der Ergebnisse kommen von 20% der Anstrengung. Im Deutschen sind diese 20% dein Hauptwortschatz, dein Kernwortschatz. Ungefähr 500 bis 1000 Wörter. Denk dabei ans Kochen. Du hast vielleicht Hunderte von Gewürzen, aber die meisten Rezepte hängen von Salz, Pfeffer, Öl und Knoblauch ab. Das sind deine Kernzutaten, deine Hauptzutaten. Wenn du weißt, wie man sie benutzt, schmeckt alles gut. Statt also deine Energie über endlose Vokabellisten zu verteilen. Fokussiere dich ganz auf die wenigen Wörter, die am meisten zählen. Aber denk daran, es gibt einen großen Unterschied zwischen ein Wort kennen und ein Wort beherrschen. Du kennst das Wort nehmen, wenn du es definieren kannst. Du beherrschst es, wenn du sagen kannst, sich Zeit nehmen, Platz nehmen, Abschied nehmen, in Kauf nehmen, ernst nehmen. Beherrschen bedeutet,
Du benutzt das Wort automatisch in verschiedenen Kontexten, in verschiedenen Sätzen. Lass uns das Gleiche mit dem Wort gehen machen. Spazieren gehen, einkaufen gehen, ins Kino gehen, zur Arbeit gehen, schlafen gehen, kaputt gehen, gut gehen. Jede Phrase fügt eine weitere Schicht zum fließenden Sprechen hinzu. Muttersprachler leben in diesen Wortgruppen, in diesen Chunks. Und du kannst das auch. Wenn du die gleichen Muster jeden Tag übst, baut dein Gehirn das auf, was Wissenschaftler Fluency-Pfade nennen. Pfade zum fließenden Sprechen. Am Anfang fühlt sich das Sprechen langsam an, als würdest du durch Schlamm denken. Aber mit Wiederholung wird der Pfad klar. Dein Gehirn übersetzt nicht mehr, es reagiert sofort. Dieser Prozess heißt Automatismus, fließendes Sprechen. Es ist derselbe Grund, warum du Autofahren, tippen oder Klavier spielen kannst, ohne über jeden Moment nachzudenken. Sprache wird zum Muskelgedächtnis. Deshalb ist tägliche kurze Übung besser als lange, unregelmäßige Lernsitzungen. Konsistenz sagt deinem Gehirn, das ist wichtig. Halte es am Leben. Jetzt entwerfen wir einen realistischen Plan. Morgens verbringst du 5 Minuten damit, die Sätze von gestern zu wiederholen. Sag sie laut, während du Frühstück machst. Nachmittags verbringst du 5 Minuten damit, einen kurzen Clip auf Deutsch zu hören. Bemerke, wie oft deine 500 Wörter auftauchen. Abends erzählst du eine 1-Minuten-Geschichte mit diesen Wörtern. Nimm dich selbst auf, höre zurück und korrigiere eine Sache. Das sind 15 Minuten. Kein Stress, kein Burnout, nur ein täglicher Rhythmus. Wenn du diese Gewohnheit 90 Tage lang beibehältst, wirst du spüren, wie sich dein Deutsch von innen verändert. Sprachenlernen geht nicht nur um Gedächtnis oder Grammatik. Es geht auch darum, wie du dich innerlich fühlst. Viele Menschen fühlen sich besorgt, wenn sie Deutsch lernen. Sie denken, ich bin zu langsam oder andere sprechen besser als ich. Manche fühlen sich schüchtern oder haben Angst, Fehler zu machen. Das ist normal. Jeder fühlt sich manchmal so. Die gute Nachricht ist, die 500-Wörter-Methode kann dir helfen, dich ruhig zu fühlen. Sie macht das Lernen klein. Und klar, du musst nicht alles auf einmal lernen. Du lernst nur ein bisschen jeden Tag. Du weißt, was zu tun ist. Du hast die Kontrolle. Stell dir das vor. Du wachst morgen auf. Du kennst bereits deinen Plan. 10 Wörter. Eine kurze Geschichte. Und das war's. Du fühlst dich nicht verloren. Du fühlst dich bereit. Du machst dir deinen Tee oder Kaffee, öffnest dein Notizbuch und fängst an. Du liest deine 10 Wörter, du schreibst ein paar Sätze, du sprichst sie laut aus. Nach 10 Minuten lächelst du. Du hast bereits etwas gelernt. Dieser kleine Erfolg gibt dir Energie. Du fängst an, Deutsch zu genießen. Du siehst, Fortschritt ist möglich. Du denkst, ich kann das wirklich schaffen. Jeden Tag fühlst du dich ein bisschen stärker. Deine Angst wird kleiner. Dein Selbstvertrauen wächst. Du hörst auf zu sagen, mein Deutsch ist schlecht. Und fängst an zu sagen, mein Deutsch wird besser. Das ist die emotionale Veränderung. Der Moment, in dem Deutsch sich leicht, hell und sogar spaßig anfühlt. Jetzt lass uns über etwas Aufregendes sprechen. Nachdem du deine ersten 500 Wörter gelernt hast, fängt alles an, sich zu verbinden. Wenn du einen Film oder einen Podcast hörst, verstehst du plötzlich mehr.
Du hörst Wörter, die du bereits kennst, und dein Gehirn fühlt sich glücklich an. Du übersetzt nicht mehr, du verstehst einfach. Neue Wörter werden ebenfalls leichter. Wenn du ein neues Wort siehst, kannst du oft die Bedeutung erraten. Warum? Weil dein Fundament stark ist. Du weißt, wie Deutsch funktioniert. Es ist wie beim Schneeballmachen. Am Anfang ist ein Schneeball klein. Du rollst ihn über den Boden und er wird größer und größer. Bald ist er so groß, dass er fast von selbst rollt. Deutsch lernen ist genauso. Am Anfang ist es langsam, aber nach einiger Zeit wird dein Fortschritt schneller. Du kennst bereits die Basis. Du kennst bereits den Rhythmus der Sprache. Du hörst auf zu studieren. Du fängst an, in Deutsch zu leben. Du liest einen Post auf Instagram und verstehst ihn. Du hörst ein Lied und verstehst viele Wörter. Du denkst auf Deutsch, wenn du kochst oder spazieren gehst. Du träumst sogar manchmal auf Deutsch. Das ist der Moment, in dem du weißt, dein Schneeball rollt von selbst. Er wächst jeden Tag. Und alles, was du tun musst, ist, ihn in Bewegung zu halten. Jetzt stell dir vor, du in einem Jahr. Es ist 2027. Du wachst auf, du schaust auf dein Handy, du liest eine Nachricht auf Deutsch, du verstehst sie problemlos. Du antwortest, Guten Morgen, ich hoffe, es geht dir gut. Du übersetzt nicht. Du schreibst einfach. Später reist du in ein anderes Land. Du gehst in ein Café und sagst, Entschuldigung, kann ich bitte einen Kaffee haben? Der Kellner lächelt. Du verstehst alles, was er sagt. Du fragst jemanden auf der Straße, Entschuldigung, wo ist der Bahnhof? Die Person antwortet und du verstehst. Du sagst vielen Dank und gehst lächelnd weiter. Am Abend schaust du ein kurzes deutsches Video. Du verstehst die Hauptidee. Du lachst über die Witze. Du fühlst dich nicht mehr verloren. Das wird passieren, wenn du weiter deine 500 bis 1000 Wörter lernst. Du wirst dich frei, selbstbewusst und entspannt fühlen. Deutsch wird nicht mehr beängstigend sein. Es wird dein Freund sein. Du wirst dein Deutsch nutzen, um mit Menschen zu sprechen, neue Dinge zu lernen und die Welt zu genießen. Das nenne ich die Fließend-Belohnung. Das große Geschenk, das du nach vielen kleinen, einfachen Schritten bekommst. Du siehst es vielleicht nicht jeden Tag, aber es wächst langsam und sicher. Eines Morgens wirst du feststellen, ich kann jetzt Deutsch sprechen. Bevor du anfängst, lass uns über einige häufige Fehler sprechen, die viele Lernende machen. Fehler Nummer 1: Listen lernen ohne Sätze. Viele Schüler schreiben lange Listen von Wörtern und lernen sie auswendig. Sie lesen sie, aber sie vergessen schnell. Lerne Wörter immer in einem echten Satz. Lerne nicht ankommen gleich zu einem Ort kommen. Lerne stattdessen, ich komme um 18 Uhr zu Hause an. Fehler Nummer 2: Nicht genug sprechen. Manche Menschen warten, bis sie sich bereit fühlen, aber wenn du zu lange wartest, sprichst du nie. Du lernst sprechen, indem du sprichst. Sprich mit dir selbst auf Deutsch. Sag, was du gerade machst. Ich koche das Abendessen. Ich wasche das Geschirr. Diese kleinen Momente sind perfekte Übung. Fehler. Nummer 3: Zu viele Wörter auf einmal lernen. 10 Wörter am Tag sind genug. Es ist besser, 10 Wörter gut zu kennen, als 50 Wörter, die du morgen wieder vergisst. Benutze deine Wörter auf viele verschiedene Arten. Kombiniere sie. Spiel mit ihnen. Jetzt fangen wir zusammen an. Wenn diese Episode zu Ende ist, nimm ein kleines Notizbuch oder öffne eine Notiz auf deinem Handy.
Schreibe 10 sehr häufige deutsche Wörter auf. Hier ist eine Beispielliste. Gehen, machen, haben, bekommen, wollen, Menschen, Zeit, gut, heute, sehen. Schreibe einen kurzen Absatz mit diesen Wörtern. Zum Beispiel: Heute war ein guter Tag. Ich bin früh aufgestanden und habe mit meiner Familie Frühstück gemacht. Ich bin zur Arbeit gegangen und habe neue Menschen gesehen. Die Zeit verging schnell, aber ich fühlte mich glücklich. Dann lies deinen Absatz 3-mal laut vor. Sprich ihn langsam und klar aus. Du wirst merken, wie einfach er sich nach dem 3. Mal anfühlt. Morgen fügst du 5 neue Wörter hinzu. Vielleicht Licht, Regen, beschäftigt, müde, Freund. Dann schreibst du einen neuen Absatz mit diesen Wörtern. Mach das jeden Tag für 50 Tage. Es ist einfach, aber es ist sehr wirkungsvoll. Nach 50 Tagen wirst du nicht nur mehr als 500 Wörter kennen. Du wirst sie in deinen eigenen, echten Geschichten benutzt haben. Sie werden für immer in deinem Gehirn bleiben. Jetzt lass mich dir erzählen, warum dieser Plan wirklich funktioniert. Auch aus wissenschaftlicher Sicht. Jedes Mal, wenn du ein kleines Ziel erreichst, fühlt sich dein Gehirn glücklich. Es setzt eine spezielle Chemikalie frei. Sie heißt Dopamin. Das ist die Art deines Gehirns zu sagen: Gute Arbeit. Das hat sich gut angefühlt. Lass uns das nochmal machen. Deshalb funktionieren kurze, einfache Aufgaben besser als große, beängstigende. Wenn du 10 Wörter lernst und einen Absatz schreibst, empfindet dein Gehirn das als Erfolg. Du fühlst dich stolz. Du möchtest es morgen wieder tun. Bald wird Deutsch lernen zu etwas, das du genießt, nicht zu etwas, das du fürchtest. Du hörst auf, dich selbst zum Lernen zu zwingen. Du fängst an, lernen zu wollen. Denk also daran, wenn du heute deine kleine Deutschaufgabe abschließt, lächle. Du hast gerade dein Gehirn stärker, glücklicher und fließender gemacht. Fließend sprechen geht nicht nur um Sprache. Es geht um Freiheit. Die Freiheit zu reisen, die Freiheit, dich mit anderen zu verbinden, die Freiheit, global zu arbeiten, die Freiheit, auszudrücken, wer du bist, ohne Angst. Wenn du erkennst, dass diese Freiheit mit nur 500 Wörtern beginnen kann, wird es mächtig. Also, mein Freund, hier ist deine Einladung. Fang heute an, wähle deine 10 deutschen Wörter, schreibe einen Absatz und sprich ihn laut aus. Morgen fügst du mehr hinzu. Innerhalb weniger Wochen wirst du merken, dass Deutsch leichter fließt. Vielen Dank, dass du eine weitere Episode von Einfach Deutsch gehört hast. Ich bin Thomas. Wenn du diese Episode nützlich fandest, teile sie mit einem Freund, der ebenfalls Deutsch lernt. Abonniere unseren Kanal für mehr langsame, klare und echte Deutschlektionen, die dir helfen, jeden Tag zu wachsen. Ich habe eine kleine Herausforderung für dich. Schreib in die Kommentare deine ersten 10 deutschen Wörter. Oder schreib einen kurzen Satz mit deinen Lieblingswörtern. Ich lese jeden Kommentar. Ich bin hier, um dich zu unterstützen. Bis zum nächsten Mal, mein Freund. Bleib dran. Bleib motiviert. Und entfalte dein Deutsch. Tschüss.